Das Leben hängt von Entscheidungen ab, die wir selber treffen. Ja, wir sind Kiran und Tonique. Wir reisen gerade zusammen mit unserem wunderbaren Engel Kali, unserer kleinen Babykatze, in unserem wunderschönen Van hier auf Teneriffa. Und wir sind Feuerkünstler und Musiker und genießen das Leben und die Freiheit hier, die wir uns aufgebaut haben. Also das ist unsere super schöne Küche. Hier haben wir alles selber gemacht, selber auch gestaltet, mit einem schönen Naturholzbrett. Wir haben eine Gasflasche unten drunter, da können wir richtig geil mit kochen. 3 große Herdplatten und das ist einfach super Luxus, alle Gewürze, wir haben richtig viel Stauraum für alle möglichen Sachen. Hier unten sind Gläser, Dosen, das Pulver, Mehl, verschiedene Stauräume, Tee, Kaffee. Hier Obst, Gemüse, haltbare Sachen, alles was man braucht. Genau, und das ist voll das Geschenk, hier jetzt immer richtig schön kochen zu können. Einen Kühlschrank haben wir leider nicht. Es gibt diese Gaskühlschränke oder auch mit Strom, aber das braucht super viel Energie. Deshalb schauen wir, dass wir dann nicht zu viele frische Sachen haben und die dann schnell verbrauchen. Ja, das Bett ist so hoch, weil wir halt hier drunter sitzen wollten. Ursprünglich war die Idee, die beiden Schränke links und rechts als Sitzplatz zu haben, dass man auch mit Freunden richtig so eine Sitzecke da unten hat. Und am Anfang war das Bett sogar auf der Höhe. Und dann haben wir uns das erste Mal da drunter gequetscht und lagen da echt so unter der Decke und haben es dann komplett nochmal runtergebaut. Genau, aber so ist das halt voll schön. Zum Schlafen ist das perfekt, man kann gerade so drin sitzen. Und unten haben wir halt richtig schön Platz und da sind wir, also schlafen im Bett sind wir eigentlich nur nachts. Hier unten haben wir auch eine kleine Matratze zum Relaxen tagsüber. Ja, ich bin jetzt schon seit 6 Jahren am Reisen und bin am Anfang nur mit Rucksack gereist. Und auch als ich Kiran kennengelernt habe, sind wir beiden noch mit Rucksack unterwegs gewesen, haben unter anderem in Höhlen, in der Natur gelebt, einfach immer geschaut, wo es sich gut und richtig angefühlt hat. Und ja, irgendwann, als wir halt auch angefangen haben mit Feuershows und die ganzen Tools dabei hatten und selbstgemachte Flowersticks und so, da haben wir gemerkt, dass wir einfach echt viele Sachen haben und haben uns tatsächlich überlegt, in ein Auto zu ziehen. Das haben wir gemacht. Wir haben uns von dem wenigen Geld, das wir hatten, ein Auto gekauft, sind mit allen Sachen da eingezogen und es war so viel Platz. Oh Gott, hatten wir viel Platz in diesem kleinen Auto mit all unseren Sachen, bei Wind und Wetter. 2 Gitarren, alle Feuertools mit drin. Ja, mit der Zeit haben wir aber auch gemerkt, dass wir unseren Raum brauchen. Dass ein kleines Auto auf so kleinem, engen Raum für uns beiden doch eine Herausforderung ist. Und haben uns dann entschieden, doch nach was Größerem Ausschau zu halten. Und ja, dieser Van kam halt echt wie ein Geschenk des Himmels. Also als unser Auto kein TÜV mehr bekommen hat, da haben wir den gefunden und komplett selbst ausgebaut. Also das hier ist unsere wunderschöne Kommode mit unseren ganzen Klamotten und auch eine schöne Ablage. Hier sind unsere Steckdosen. Wir haben nämlich ein super cooles Solarpanel oben auf dem Dach und einen Wechselrichter und können hier so ein Ventilator, Smoothie Maker, alles benutzen. Das ist super schön. 130 Watt haben wir an dem Solarpanel und das ist auf jeden Fall fürs Handyladen oder mal für Licht nachts. Für Smoothie Maker, wie gesagt, ist das auf jeden Fall bei der Sonne hier mehr als genug. Wir haben aber überlegt, das auch nochmal aufzustocken mit noch so einem Solarpanel und dann könnten wir richtig schön, wir haben noch so eine Lavalampe, aber die braucht halt richtig viel Strom. Genau, und so ein paar schöne Extras könnte man da noch benutzen. Ja, aber ansonsten haben wir echt alles, was wir brauchen. Es ist super krass, was man mit so einem Van alles machen kann. Also wir haben keine weiteren Fenster. Wir hatten überlegt in der Planung, hier vor der Küche welche zu machen, auch damit wir da ein paar Kräuter haben und die Pflanzen Sonnenlicht bekommen. Waren aber in Deutschland dann echt unter Zeitdruck, es wurde wieder kalt, wir wollten echt wieder los und sind dann sehr überstürzt aufgebrochen und haben das Nötigste reingebaut, Küche, Bett, und haben den Rest auf der Reise dann noch gemacht. Deshalb war kein Fenster, aber hier oben sind diese Platten, das ist GFK, das ist tatsächlich eine große Platte, die liegt auf dem Dach und die kommt halt immer richtig schön für Licht rein. Und für Luft haben wir die beiden Türen hier und du merkst es hier, ist richtig schön Luftzug.
Hier ist Schatten, also es ist perfekt. Ja, die letzten Wochen haben wir oft gemerkt, dass wir gerne mal wieder einen Platz hätten, wo wir uns auch einfach ein bisschen ausbreiten können, wo wir auch wenigstens unseren Teppich mal wieder ausrollen können zum Yoga machen und tanzen und alles. Und ja, dieser Platz hier war einfach perfekt. Da haben wir gedacht, da können wir sogar unser Zelt aufstellen, da können wir auch mal Gäste einladen, ein bisschen was wieder bauen, was Neues kreieren. Und ja, haben uns hier jetzt auch innerhalb von ein paar Tagen einfach diese Base schon erschaffen. Und einfach auch geschaut, was wir alles finden können, was wir wiederverwerten können, wie das Waschbecken und die Dusche. Dass wir einfach uns auch mal wieder ein bisschen mit Platz ausbreiten und auf einem großen Raum zu Hause fühlen können. Und wie lange wir hier bleiben, wissen wir ja auch gar nicht. Das kann sein, dass wir das für 2, 3 Tage machen. Das kann ein paar Wochen sein. Gerade fühlt es sich halt sehr gut und sehr richtig an. So, ich zeige euch mal unsere Dusche. Kiran hat uns hier eine Konstruktion gebaut. Das sollte ursprünglich eine Beachbar werden und wird es vielleicht auch noch. Also wir wollen das multifunktional einsetzen. Genau, aber gerade hat es sich angeboten, den Platz erstmal als Dusche zu nutzen, weil es halt auch mega heiß hier ist und ein paar Mal am Tag abduschen. Ist schon ziemlich geil. Man kann sich einfach hier drunter stellen. Man tritt einfach mit dem Fuß hier drauf. Dann kommt hier oben das Wasser raus. Die Gasflasche steht hier schon als Konstruktion für einen Außenofen. Wir wollen ja hier die Beachbar machen, die auch multifunktional eingesetzt wird für kleine vegane Pizzapartys oder was uns wieder alles einfällt. Auf jeden Fall wollen wir uns einen kleinen Außenofen holen und dafür ist die Gasflasche schon bereit. Es gibt spanisches eBay und da haben wir schon den Ofen gefunden. Auch mit Herdplatten noch oben drauf und die Gaskartusche ist noch aus Deutschland. Und wir hatten oft überlegt, ob wir die irgendwo stehen lassen oder abgeben. Und jetzt gerade kommt der Ofen auf uns zu. Perfekt. Genau, also hier sind erst noch die Plätze für die Beachbar. Kann man sich abends hinsetzen und noch schön was trinken zum Sonnenuntergang. Genau, mit Meerblick. One drink, please. Naja, voll, muss ja alles rausholen aus den Plätzen. Und hier ist die Spülecke. Das Waschbecken haben wir tatsächlich gefunden. Also wir sind ja immer an unterschiedlichen Orten und schauen einfach, was wir finden an Möglichkeiten, wie wir das gestalten können. Manchmal ist es einfach eine Spülschüssel. Diesmal hatten wir das Glück, ein ganzes Waschbecken zu finden. Und ja, haben uns direkt noch eine kleine Matratze hier vorgelegt. Das ist halt auch nicht so hart ist auf dem Boden, dass es schön gemütlich ist. Und dann immer die Spülschüssel mit Wasser. Hier können wir die Sachen sammeln. Hier haben wir schon das Shake-Glas von heute Morgen, schon eingeweicht. Das möchten wir hier nochmal durchspülen. Einweichen und dann. Und tatsächlich kann man es hier sogar ablaufen lassen, das Wasser, oder für die Pflanzen verwenden. Man kann es auch in der Schüssel und dann damit direkt wieder gießen. Die beiden Möglichkeiten haben wir eingebaut. Also wir finanzieren uns durch unsere Kunst. Wie schon gesagt, sind wir Feuerkünstler, wir machen Feuershows, Straßenmusik, ganz viele verschiedene Dinge. Und in so einem, ich sag mal, relativ minimalistischen Leben hat man dadurch auch alles, was man braucht. Also all unsere Ausgaben, wir zahlen zum Beispiel keine Miete, Sprit ist auch super günstig hier. Und die Ausgaben, die wir haben wir auf ein minimales runtergeschraubt, um das, was wir einnehmen, wirklich für Spaß oder für Essen halt auszugeben. Und deshalb reicht das voll und wir können echt total die Fülle hier leben und müssen dann nicht sparen. Und genau, können das Geschenk dieses Lebens einfach jeden Tag aufs Neue genießen. Okay, hier vorne haben wir noch ein Zelt angebaut. Im Sommer war das unser Festivalzelt, aber jetzt ist es halt auch für verschiedene Dinge, manchmal zum Morgen-Yoga, aber auch für kleine Rituale oder Coachings. Hier können wir halt auch gut mit Menschen sitzen und einfach den Bereich noch nutzen. Hier machen wir, wie Tonik schon sagt, hier meditieren wir, machen Atemübungen, kann man auch super schön was lesen oder einfach in der Stille sein. Genau, hier ist unser kleiner Altar. Hier ist unsere Yogamatte, ein Sitzsack, eine Shakti-Matte. Aber grundlegend sind wir da auch super offen. Ich mache Yoga auch meistens auf dem Teppich da vorne morgens. Genau. Ja. Hier hinten ist jetzt gerade noch Abstellkammer oder Abstellraum, weil wir ja auch gerade noch dabei sind, das alles fertig zu machen. Grundlegend kann man da aber natürlich auch eine Matratze rein, schlafen. Oder wir haben vorne ein Schlauchboot und haben überlegt, das mit Wasser voll zu machen und als Badewanne zu nutzen. Und wenn wir das da reinstellen, da wird es so heiß drin. Ich glaube, wenn wir das da 2, 3 Tage drin lassen, dann wäre echt voll die warme Badewanne. Also ist noch Möglichkeit über Möglichkeiten. Genau, aber erstmal ist es gerade ein Abstellraum noch. Ja, ich mache, gerade seit ich auf den Kanaren bin, halt auch Coachings in den Bereichen Freiheit und Lebensfreude wiederfinden, aber auch Blockaden lösen. Also
gerade auch einfach die Dinge, die wir gelernt haben, einfach für uns nochmal neu definieren und wirklich zu schauen, was haben wir von der Gesellschaft gelernt und was betrifft uns wirklich, was sind wirklich wir. Welchen Weg möchte ich gehen? Wo führt mein Weg mich hin? Und das ist halt bei jedem Menschen anders. Das ist halt so unterschiedlich. Es gibt da keine Richtlinie oder so, die ich abarbeiten kann. Also ich treffe Menschen, wir machen einen Termin, wir finden uns an einem Ort und wir schauen, was gerade dran ist. Und das Wichtigste ist einfach nur es zu wollen, es ausprobieren zu wollen, einen Schritt gehen zu wollen, einen Schritt nach vorne ins Ungewisse, mutig zu sein und zu gucken, hey, was erwartet mich jetzt? Ja, und da lernen wir halt auch einfach genau die Menschen kennen. Also Menschen fragen uns ja auch, wie macht ihr das? Wie führt ihr dieses Leben? Seit wann macht ihr das? Wie habt ihr das geschafft, diesen Weg zu gehen? Und ja, irgendwann habe ich mir halt überlegt, da einfach Coachings anzubieten. Also alles auf Wertschätzung. Ich mag es auch überhaupt nicht, da einen festen Preis für zu machen. Ich finde es einfach schön, dass die Menschen aus dem Herzen das geben, was sie fühlen, was dafür auch gerade richtig und angemessen ist. Ja, mir macht das großen Spaß und ich merke einfach, dass es echt was bewegt. Also gerade auch diese Blockaden, es sind auch viele Themen wie Sexualität, wo ganz viel gelöst werden muss, was sich dann wieder umwandeln kann in Lebensfreude. In jetzt kann ich mich selbst fühlen, jetzt darf ich mich fühlen und auf einmal ist da eine Freiheit und dann kommen die Möglichkeiten. Wir sind das selbst alles durchgegangen, die Themen. Wir haben ganz, ganz viel Arbeit an uns gemacht und sind durch so viele Prozesse gegangen in dieser Zeit, immer und immer und immer wieder. Und jetzt können wir es halt anderen Leuten mitgeben. Und wenn jetzt Leute fragen, wie macht ihr das, können wir es halt teilen, das Wissen. Ja, unsere größte Herausforderung ist ja so oder so, dass wir uns auch immer wieder Raum für uns nehmen. Egal ob hier im Van oder woanders. Also wir haben das gemerkt, als wir jeder eine Höhle am anderen Ende vom Strand hatten und wir trotzdem den ganzen Tag zusammen verbringen, weil wir es einfach so gerne tun. Wir müssen da einfach immer dran arbeiten. Das ist halt einfach ein Prozess und das können wir halt nicht auf einen Raum schieben oder auf was auch immer. Das ist halt, wir müssen gucken, was uns gut tut. Und wenn wir merken, wir brauchen Raum, dann dürfen wir uns halt auch einfach kurz überwinden, dass einer zum Strand geht und ein paar Stunden weg ist und dann freuen wir uns ja auch wieder total aufeinander. Aber da müssen wir uns halt auch einfach immer wieder dran erinnern und das ist unser Thema, das ist unser Prozess, aber das wäre in einer Wohnung so mit 5 Zimmern und das wäre in einer kleinen Höhle so und das ist auch hier oft so. Gehört halt dazu. Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz oft, ne? Kali. Brauchst du denn den Löffel? Hast du das? Ja, im Trockenfutter. Unten. Sobald in irgendeiner Form Wachstum in Aussicht ist, schaltet sich der Verstand ein, der für Sicherheit ist und für das gewohnte Umfeld und sagt, nein, aber was ist wenn hier und was ist da und Familie und Geld. Und das sind alles so Konstrukte, auch oft gesellschaftliche Gedanken, die wir gelernt haben, aber die gar nicht unbedingt wahr sind. Und dadurch, dass wir die erkennen oder zum Beispiel, deshalb machen Tonique und ich solche Dinge wie Meditation, Qigong, Yoga, das sind alles Dinge, die in irgendeiner Form befreien und lösen. Und zwar Dinge, die wir gelernt haben im Laufe unserer Entwicklung. Und der erste Schritt ist, sie zu erkennen und zu schauen, hey, dient mir das überhaupt? Oder ist das nur irgendwas, was ich gelernt habe, was mich voll festhält? Und dann zu sagen, okay, es hält mich fest, also darf das gehen und das aufzulösen. Da gibt es verschiedene Techniken für oder das einfach zu transformieren, das zu ersetzen durch was anderes, durch zum Beispiel Mut, mal einen neuen Schritt, wie Tonique sagt, mal einen neuen Schritt zu machen. Einfach mal einen Schritt zu machen. Das heißt ja auch nicht, dass ihr jetzt irgendwie euer Leben aufgeben müsst, alles hinschmeißen müsst und ja, ich fliege jetzt nach Panama oder so. Aber hey, mal vielleicht eine Woche irgendwo hinfliegen oder mal irgendwo hinfahren und mit nur einem Ticket, also nur dem Hinflug und schauen, was erwartet mich da. Keine Pauschalreisen und schon wissen, wann esse ich, wann mache ich die Tour, sondern einfach mal irgendwo hin, wo es mich hinzieht, mal auf das Bauchgefühl mehr hören und sagen, hey, okay, ich fahre dahin, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub, for example, und ich fliege einfach mal hin und gucke, was da passiert. Vielleicht komme ich nach 3 Tagen wieder, vielleicht kriege ich nach einer Woche eine Einladung nach da oder da, treffe Leute und einfach mal so ein bisschen mit seinem eigenen Fluss mitgehen und schauen, was das Leben auch für einen bereithält. Weil oft ist es so, dass wir dadurch, dass wir planen,
versperren wir uns selbst den Möglichkeiten, die uns geschenkt werden.